Unternehmensnachfolge ist oft ein Thema, das viel zu spät bedacht wird. Dann hast du keine Zeit, keinen Plan. Ja. Und im schlimmsten Fall trägst du nicht nur den Chef oder die Chefin zu Grabe, sondern das ganze Unternehmen. Tja, wie fühlt sich hier im Sarg? Ungewohnt. Jetzt fragt ihr euch, was hat dieser Sarg mit Finance zu tun? Ja, was passiert, wenn Menschen und auch Unternehmerinnen unvorbereitet und überraschend von uns gehen? Heute bin ich zum Probestaben bei Renske und Julia. Ihr wollt den Tod näher ins Leben bringen. Was sind denn eure Erfahrungen damit, wenn plötzlich Menschen ausscheiden? Chaos. Also wenn es plötzlich passiert, dann ist es natürlich für die ganzen angehörigen Familienmitglieder einfach nur schlimm, verwirrend und wir versuchen, Ruhe reinzubringen. Und wie schafft ihr das jetzt anders zu machen? Ich glaube, was wir vor allen Dingen anders machen, ist, wir geben Zeit. Ja. Also das Erste, was wir sagen, ist, wir haben jetzt ganz viel Zeit. Wie viele Menschen kommen unvorbereitet zu euch? Aber ich würde fast sagen, die Hälfte. Mhm. Also es gibt einige, die sind wirklich toll, die rufen uns vorher an, fragen, kann ich mal vorbeikommen? Ich weiß, es wird langsam soweit sein, aber die andere Hälfte steht hier und ruft mit Tränen erstickter Stimme wirklich an und wir müssen überhaupt erstmal rausfinden, wer da auf der anderen Seite ist und warum. Was würdet ihr denn der anderen Hälfte empfehlen? Immer schon mal ins Gespräch gehen, egal in welchem Alter. Einfach mit seinen Leuten drüber sprechen, was möchte ich, was könnte ich mir vorstellen. Ist es die Erdbestattung, Feuer, eine große Feier, eine Seebestattung? Das sind ja so die Basics. Einfach darüber schon mal sprechen. Gut vorbereitet zahlt nicht nur bei Menschen, sondern auch bei Unternehmen. Und wer mit Unternehmerinnen spricht und Probestaben anbietet, ist Guido. Was macht ihr da genau? Ja, hört sich wahrscheinlich ein bisschen wild an. Probesterben ist eine Analyse, ein Soll-Ist-Abgleich von dem, was passierte heute, wenn man verstirbt, zu dem, was passieren soll. Wir vergleichen die rechtlichen, die familiären und auch die steuerlichen Aspekte der einzelnen Punkte der Nachfolge. Was passiert, wenn der Soll-Ist-Abgleich nicht passt? Du kannst Erbstreitigkeiten haben, das heißt, dass sich die Familienangehörigen streiten. Du kannst steuerliche Konsequenzen auslösen, die ungewollt sind. Das heißt, du hast beispielsweise eine ertragssteuerliche Komponente neben der Erbschaftssteuer, was, glaube ich, selten erwartet werden wird. Und du hast darüber hinaus auch durchaus in verschiedenen Fällen die Frage, ist noch ausländisches Erbrecht beispielsweise in diesem Erbfall, spielt das eine Rolle oder nicht? Was passiert im Worst Case? Das Schlimmste ist, dass es eigentlich zu einer Lähmung kommt, dass dieser Streit beispielsweise im Unternehmen bei den Erben dann nachher das Unternehmen stilllegt und lähmt. Und diese Lähmung führt eigentlich dazu, dass keine weitere Entwicklung da ist. Dass das Unternehmen dadurch dann zurückbleibt und schlimmstenfalls dann sogar natürlich auch in der Ertragskraft sinkt und ganz schlimmstenfalls die Abwicklung, die Insolvenz irgendwie drohte. Wieso sind so viele Unternehmen nicht vorbereitet und was kann man dagegen tun? Das ist eine gute Frage, aber auch eine sehr menschliche Frage, weil es ein menschliches Thema ist. Ungerne beschäftigt man sich mit seinem Ableben. Man hat natürlich dann auch verschiedene Facetten, was ich eben schon mal andeute, jetzt mit steuerlichen Fragen, die man selber als Laie immer schwer beurteilen kann. Und da ist halt wichtig, dass man sich wirklich die Zeit nimmt und dann auch wirklich mit seinen Beratern, mit seinem Steuerberater, mit seinem Anwalt ins Gespräch geht und diese Themen dann nachher auch angeht. Das habe ich schon im Sargprobe gelegen, aber die Urne muss ich mir auch noch anschauen. Was passiert denn überhaupt bei euch als Unternehmerin, wenn bei euch mal was passieren sollte? Ja, das haben wir mit unserem GmbH-Vertrag gleich alles abgesichert. Und bei mir ist es so, dass alles zu Renske geht. Und das ist auch gut so. Meine Familie ist da raus. Und meine Töchter, die streiten sich noch, ob sie den Laden übernehmen wollen oder nicht. Mal so, mal so. Ich glaube, sie sind noch nicht in dem Alter, aber die können sich das tatsächlich vorstellen. Was ist denn bei euch aus? Sarg oder Urne? Sarg. Erde. Auf jeden Fall Erde. Wirklich. Wo ich dann noch mal Team Sarg. So nämlich, ja. das Leben an sich vorbeiziehen muss. Und nicht innerhalb von 90 Minuten. Wenn ihr mal Probe sterben wollt, mit Unternehmen oder ohne, ihr wisst ja, wen ihr kontaktieren könnt, solange ihr noch könnt. Jürgen, aber hast du es denn schon mal gemacht? Denn du weißt, der Tod klingelt nicht. Ich sollte mich mal darum kümmern.